Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Glauben Sie mir das. Ja. Heute erwartet Sie der zweite Teil von 3, in welchem wir uns zu den Hunden unserer Vorfahren gesellen. Viele antike Kulturen prägten das heutige Europa. Ich habe mir 3 davon ausgesucht, welche hierbei besonders viel Gewicht auf die Waage werfen. Mit den Kelten präsentierte ich Ihnen schon die erste. Heute sehen wir uns an, was die Römer mit den Hunden so drauf hatten. Ja. Die Legende, die berichtet davon, dass die beiden Söhne des Kriegsgottes Mars namens Romulus und Remus von einer Wölfin gesäugt und großgezogen wurden. Mit Sicherheit kennen Sie alle diese Büste einer säugenden Wölfin, unterhalb die 2 Kinder, Romulus und Remus. Ich blende die kurz mal ein. Ja, man schreibt, dass diese beiden Brüder in Streit gerieten, in welchem Romulus seinen Bruder Remus tötete und daraufhin am 21. April 753 vor Christus auf dem Palatinhügel in Mittelitalien das Dörfchen Rom gründete. So steht es geschrieben. Dieses kleine Dorf entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem der mächtigsten, fortschrittlichsten und beeindruckendsten Imperien der Menschheitsgeschichte. Das wissen Sie selbstverständlich auch. Welches sich zu seiner Hochzeit im Westen bis Britannien, im Osten bis Mesopotamien, im Norden bis zur Donau und im Süden bis über Nordafrika hinweg erstreckte. Ich lebe aktuell im Burgenland und das galt im antiken Rom als Provinz Pannonia. Aufgewachsen bin ich in der Provinz Noricum. Nun nicht ganz, denn ich lebte über der Donau im heutigen 21. Wiener Gemeindebezirk und der galt zu Zeiten des antiken Roms schon zum Barbaricum, wo die Kelten und Germanen, die freien Völker, lebten. Ja, gut. Militärische Disziplin, Rechtssystem und Städtebau der Römer sind Dinge, welche die ganze Welt und besonders Mitteleuropa bis heute prägen. Doch konzentrieren wir uns nun aufs eigentliche Thema dieser Serie, und zwar auf die Hunde der Römer. Ja. Im Vergleich zu den Kelten hatten die Römer ein etwas distanzierteres Verhältnis zu Hunden. Galten die Hunde bei den Kelten als verehrtes Familienmitglied, welches ein fantastischer Jäger, Krieger und Beschützer war, sahen die Römer den Hund eher als gutes, fähiges, nützliches Werkzeug an. Sie hatten zwar auch religiöse Bedeutung, so galten sie als Schutztiere gegen Geister und Dämonen oder begleiteten die Göttin Diana auf der Jagd. Dennoch war ihre Stellung bei den Römern eher ambivalent, obwohl sie in vielen Fällen äußerst wichtig war. Reiche römische Frauen hielten sich Malteser-ähnliche Schoßhündchen, die einzig und allein zur Freude der Besitzer dienten, während Bauern, Soldaten und Händler es nur auf den praktischen Nutzen diverser Hundetypen abgesehen hatten. Große, starke Wachhunde sorgten in römischen Städten und auch im ländlichen Gebiet für Sicherheit. Mosaiktafeln mit der Aufschrift Cave Canem, was so viel bedeutet wie Hüte dich vor dem Hund, wurden schon unzählige Male bei Ausgrabungen gefunden. Die Hunde Roms wurden zumeist mit Resten menschlicher Nahrung gefüttert, das weiß man heute. Ja? Brot, gekochtes Fleisch, Knochenreste oder Getreidebrei. Man weiß aber auch, dass besonders Jagdhunde hier häufig besser gefüttert wurden als die anderen Hunde. Warum? Nun, ein geschwächter oder gesundheitlich angeschlagener Jagdhund war kein guter Jagdhund. In Rom tummelten sich auch viele Straßenhunde. Und obwohl die Menschen Roms den Kontakt mit diesen Hunden eher mieden, wurden sie geduldet, weil die Bevölkerung Nutzen aus ihnen zog. Sie galten als eine Art Müllabfuhr, welche die Straßen Roms von Essensresten, Ratten und Mäusen reinigte. Für die Jagd importierten die Römer mit Vorliebe Windhunde aus Spanien, keltische Windhunde, die als Sichtjäger auf offenem Gelände zum Einsatz kamen. Wir wissen heute, es ist bekannt, dass die Römer sehr gerne importierten, kopierten, verbesserten, sei es militärisch, wirtschaftlich oder auf anderen Gebieten. Und ähnlich war das auch mit den Hunden, denn viele verschiedene Hundetypen kamen als Kriegsbeute nach Rom, wo sie dann von den römischen Hundemeistern für die eigenen Vorhaben verbessert und verfeinert wurden. Kriegshunde, dieser Begriff ist nicht wegzudenken aus dem antiken Rom. Ja, die wurden bei den Völkern, welche die Römer gerne Barbaren nannten, weit früher eingesetzt als bei den Römern selbst. Aber deren Effektivität und schreckliche Auswirkung auf die Legionäre machte großen Eindruck auf Rom. So wurde auch das kopiert.
Keltische Kriegshunde wurden als Beute nach Rom gebracht, wo sie nicht nur in den Arenen vor tausenden Zusehern in die Schlacht gegen wilde Tiere oder Gladiatoren geworfen wurden. Ich bin etwas skeptisch zu diesen Berichterstattungen. Ja, aber meine Skepsis zu diesem Thema habe ich im Video Hunde der Kelten schon erläutert. Das können Sie sich gerne nochmal anhören. Ja. Man begann auch damit, ortsansässige römische Hunde mit diesen keltischen Kriegshunden zu verpaaren, um ebenfalls einen für militärische Zwecke tauglichen Hund zu erhalten. Schauen Sie, liebe Zuseher, der römische Legionär diente durchschnittlich 25 Jahre lang in der Legion, bevor er in den Ruhestand entlassen wurde. Ja, also wenn ein römischer Legionär diese Dienstzeit überlebt hat, was ja nicht selbstverständlich war, da sich Rom eigentlich fast permanent im Kriegszustand mit irgendeinem Volk, mit irgendeiner Nation befand, dann wurde dieser Legionär belohnt mit Geld und einem Stück Land. Ja. Doch diese Legionäre waren nicht einzig und allein Krieger, Soldaten im herkömmlichen Sinne, das waren Alleskönner. Ein Legionär war gleichzeitig auch ein Pionier, ein Baumeister, ein Jäger und genau solch einen Legionärshund wollte Rom auch haben. Dieser Hund musste fähig sein, lange Märsche zu absolvieren. Dieser Hund musste Jagdtrieb und gute Nase besitzen. Er sollte schnell genug sein, Wild einzuholen und stark genug, um es packen und halten zu können. Er musste Wach- und Schutztrieb vorweisen, um römische Feldlager zu bewachen und genügend Kampftrieb zeigen, um im Fall der Fälle gegen den Feind in der Schlacht vorzugehen. Ja, so entwickelten die römischen Hundemeister aus keltischen und römischen Hunden den Legionärshund, den sogenannten Canis pugnax, den direkten Vorfahren des heutigen Cane Corso und Mastino Napolitano. Und genau dieser Hund erfüllte seine an ihn gestellten Aufgaben mit Bravour laut römischen Aufzeichnungen. Ja, es stimmt, dass die Römer allgemein ein etwas distanzierteres Verhältnis zu ihren Hunden hatten. Doch selbstverständlich gab es auch römische Hundebesitzer, die ihr Tier über alles liebten, so ähnlich wie wir das heute tun. Ne? So fand man in Pompeji ein Hundegrab mit der Inschrift: Ich bin gekommen, damit du mich liebst. Mein Name ist Margarita. So ist der Hund, der dort begraben liegt. Ja? Ich bin davon überzeugt, dies ist kein Einzelfall. Ja. Auch gibt es sehr viele Zitate von römischen Schriftstellern über Hunde. So schrieb zum Beispiel Plinius der Ältere: Kein anderes Tier ist dem Menschen so nützlich wie der Hund. Vergil schrieb: Mitten in der Nacht schlägt der Hund an, wachsamer Wächter der Herde. Columella sagte: Ein guter Wachhund sollte furchterregend aussehen und sich jeden Eindringling entgegenstellen. Von solchen Zitaten gibt es noch sehr, sehr viele mehr. Obwohl Hunde im alten Rom eher genutzt als immer geliebt wurden, waren sie aus dem römischen Alltag nicht wegzudenken. Ähnlich wie auch bei den Kelten waren sie Wächter, Krieger, Jäger, aber auch Begleiter. Und wenn auch nicht ganz so ins Herz geschlossen wie bei den Kelten, gab es auch unter den Römern unbestritten sehr viele Menschen wie die Besitzer von Margarita aus Pompeji, welche waren. Davon bin ich fest überzeugt. Wir wissen, ich wiederhole mich, die Römer importierten gerne, kopierten, um zu verbessern. So auch bei den Hunden so. Es ist heute nicht leicht, Hunderassen zu finden, bei welchen die Römer, die antiken Römer, federführend waren in der Erschaffung. Doch es gibt 3. Das wären der Cane Corso, der Mastino Napolitano und auch der Malteser. Hier hatten die antiken Römer viel Hand im Spiel, möchte ich mal sagen. Ja, das waren die Hunde der Römer. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Welche Kultur hier behandelt wird, möchte ich noch nicht verraten. Ich kann Ihnen nur sagen, in vielen von uns fließt noch Blut dieser Leute. Viele von Ihnen werden jetzt schon wissen, um welches Volk es geht. Ja. Aber lassen Sie sich überraschen. Dieses Video folgt am kommenden Mittwoch. Und wenn wir gleich beim kommenden Mittwoch sind, ich möchte hier noch schnell etwas ansprechen. Liebe Zuseher, aktuelle Umstände gestatten es mir nicht, in nächster Zeit, so wie gewohnt, 2 Videos pro Woche zu präsentieren. Es geht einfach nicht. Ja. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Ich mache da keine Ausnahme. Ich muss mich da um einige Sachen kümmern, die nicht so angenehm sind. Ich verspreche Ihnen aber, sobald alles wieder im Griff ist, in diesen ursprünglichen Trott zurückzuverfallen und Ihnen dann wieder 2 Videos pro Woche zu präsentieren, ja, soweit es mir möglich ist. Bis dahin
bitte ich um Verständnis und ich würde mich freuen, wenn Sie mir dennoch die Treue halten. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.